In den letzten Episoden untersuchten wir die Merkmale der Dinosaurier und stellten einige evolutionäre Übergänge innerhalb der Dinosaurier vor. Doch der wohl wichtigste und gleichzeitig am besten dokumentierte evolutionäre Übergang ist der zwischen den Theropoden, also den fleischfressenden Dinosauriern, und den modernen Vögeln. Innerhalb des Stammbaums der Dinosaurier gehören Vögel zu den Aviale. Zu den Aviale zählen Paläontologen traditionell alle Arten, die vom letzten gemeinsamen Vorfahren von Archaeopteryx und den modernen Vögeln abstammen. In der Hauptsache also kleine, flugfähige Gefiedertiere mit voll entwickelten Flügeln. Jacques Gautier, der die Aviale 1986 benannte, definierte sie 2001 neu als alle Dinosaurier, die gefiederte Flügel besaßen, die zum Schlagflug benutzt wurden, und die Vögel, die von ihnen abstammen. Die Schwestergruppe der Aviale sind die Troodontide. Beide Kladen bilden zusammen die Aviraptora. Aviraptora und die Dromaeosauriden, dazu zählen Gattungen wie Deinonychus, Velociraptor oder Microraptor, bilden die Paraves. Und die Paraves zusammen mit den Oviraptorsauriern die Pennaraptora. Pennaraptora plus Therizinosauride und Alvarez Sauroidea bilden schließlich die Maniraptora, die Handräuber. Und diese zusammen mit den Ornithomimosauriern bilden die Klade der Maniraptoriformes. Und diese zusammen mit den Compsognathidae und den Tyrannosauroidea, zu denen auch der Tyrannosaurus Rex gehört, die Tyrannoraptora. Die Tyrannoraptora sind dann zusammen mit einigen basalen Gattungen wie Zoolong die Coelurosaurier oder auch Hohlschwanzechsen. Die Coelurosaurier sind dann wiederum eine Untergruppe der Theropoden. Diese Erkenntnis wird heute nur noch von sehr wenigen Raubsaurier-Spezialisten und Paläoornithologen bestritten. Und die wenigen, die sie abstreiten, scheinen eher ideologische als wissenschaftliche Gründe zu haben. In der Fachwelt genießt der Zusammenhang, dass Vögel Dinosaurier sind, den Status einer gefestigten Theorie. Wie kam es dazu? Tatsächlich begann es mit einer alten Feder. Im Jahr 1861, nur 2 Jahre nach der Veröffentlichung von Darwins Buch, wurde in den Kalksteinbrüchen von Solnhofen in Bayern ein bemerkenswertes Exemplar gefunden. Diese Steinbrüche waren jahrelang abgebaut worden, weil sie schöne, flache Platten aus extrem feinen Kalkstein lieferten, die mit Säure geätzt werden konnten, um die lithografischen Platten zu bilden, die Drucker für die Herstellung von Buchillustrationen verwendeten. Gelegentlich wurden in diesen Kalksteinen auch hervorragend erhaltene Fossilien gefunden, darunter der winzige Dinosaurier Compsognathus und einige der ersten gut erhaltenen Flugsaurier. Doch 1860 wurde ein Abdruck einer fossilen Feder gefunden und 6 Monate später stießen Arbeiter auf das Teilskelett eines seltsamen Wesens, das zwar Federn, aber Knochen wie ein Dinosaurier hatte. Dieses Exemplar erregte natürlich großes Aufsehen und das British Museum in London überbot alle anderen, um es zu erwerben. Sobald es in London ankam, es ist immer noch als das Londoner Exemplar bekannt, weil es sich dort befindet, war es die Aufgabe von Richard Owen, dem Kurator des Britischen Museums und dem Mann, der den Dinosaurier den Namen gab, es zu beschreiben. Er hatte bereits den Namen Archaeopteryx, übersetzt alter Flügel, erhalten und obwohl es im Grunde als Vogel beschrieb, konnte er nicht umhin, alle Dinosauriermerkmale des Skeletts zu erkennen. Da er jedoch einer der letzten seriösen Biologen war, der sich der Evolution widersetzte, machte er keine Anstalten, dieses Fossil mit seinen Verwandten in Verbindung zu bringen. Die Dinosauriermerkmale entgingen jedoch nicht Owens Rivalen Thomas Henry Huxley, der zu diesem Zeitpunkt Darwins Bulldogge geworden war, Reden hielt und Werke veröffentlichte, die Darwins Theorie unterstützten. Als einer der ersten, der anatomische Studien an modernen Vögeln durchführte und eine Reihe von Dinosauriern wie Compsognathus studierte, konnte Huxley nicht umhin zu bemerken, dass Archaeopteryx ein klassisches fehlendes Bindeglied
zwischen Vögeln und Dinosauriern war. In einem berühmten Vortrag vor der Royal Society im Jahr 1863 schlug er vor, dass Vögel von Dinosauriern abstammen und zählte 35 Merkmale auf, die nur Dinosaurier und Vögel gemeinsam haben. 17 dieser Merkmale werden übrigens von modernen Paläontologen immer noch verwendet. 1877 wurde ein noch besseres Fossil gefunden, das klassische Berliner Exemplar, das das am besten erhaltene der 12 bekannten Archaeopteryx-Exemplare ist. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Deutschen die Bedeutung des Archaeopteryx bereits erkannt. Deutsche Industrielle kauften ihn und sorgten dafür, dass er in Berlin blieb, wo er heute im Museum für Naturkunde ausgestellt ist. Er hat sogar die Bombardierung während des Zweiten Weltkriegs überstanden. Ich habe sowohl das Londoner als auch das Berliner Original aus der Nähe gesehen und es ist wie eine Pilgerfahrt zum Heiligen Gral, solche erstaunlichen und historischen Fossilien im Original zu sehen. In der Tat gleicht das Skelett des Archaeopteryx so frappierend dem des Raubsauriers Compsognathus, dass zwei scheinbar federlose Exemplare des Urvogels jahrzehntelang mit dem Nicht-Vogeltheropoden verwechselt wurden. Huxleys Hypothese geriet aufgrund eines einflussreichen Buches des niederländischen Paläontologen Gerhard Heilmann vorübergehend ins Abseits. Heilmann argumentierte, dass den Theropoden Schlüsselbeine zu fehlen scheinen, die bei den Vögeln zum Gabelbein verwachsen sind, sodass sie unmöglich Vorfahren der Vögel sein konnten. Dabei ignorierte er aber alle abgeleiteten Ähnlichkeiten zwischen Dinosauriern und Vögeln, die Huxley nachgewiesen hatte, vor allem weil die meisten Paläontologen Dinosaurier als groß und spezialisiert ansahen und sich nicht vorstellen konnten, dass Vögel von diesen riesigen Landtieren abstammen. Heilmanns Denken wurde auch von Szenarien diktiert, wie Vögel den Flug entwickelten, indem sie von Ast zu Ast glitten, die sogenannte Tree-Down-Hypothese. Und große terrestrische Dinosaurier passen nicht in dieses Szenario. Heute weiß man übrigens, dass die meisten Theropoden sogar bereits Gabelbeine besaßen und das schon seit der Trias. Da diese Knochen aber recht fragil sind, bleiben sie selten erhalten. Betrachten wir uns trotzdem Archaeopteryx als Übergangsfossil näher. Wie die meisten Theropoden-Dinosaurier, aber keine lebenden Vögel, hatte er einen langen, knöchernen Schwanz, einen stark durchlöcherten Schädel mit Zähnen, Theropode und damit nicht vogelähnliche Wirbel, ein riemenartiges Schulterblatt, ein Becken, das in der Mitte zwischen dem typischer Echsenbeckendinosaurier und späterer Vögel lag, Bauchrippen und einzigartige Spezialisierungen an den Gliedmaßen. Am auffälligsten sind dabei die Handgelenke. Vögel und einige Theropode-Dinosaurier wie die Dromaeosaurier haben ein halbmondförmiges Handgelenk, das aus der Verschmelzung mehrerer Handwurzelknochen besteht. Es dient als Hauptscharnier für die Bewegung des Handgelenks und ermöglicht es den Dromaeosauriern, ihre Handgelenke auszustrecken und Beutetiere mit einem schnellen Vor- und Zurückziehen zu greifen. Zufälligerweise ist genau die gleiche Bewegung Teil des Abwärtsflugschlags der Vögel. Archaeopteryx hatte dieselben 3 Finger wie die meisten anderen Theropoden-Dinosaurier und der mittlere Finger, der Zeigefinger, ist bei weitem der längste. Außerdem sind die Krallen des Archaeopteryx denen der Theropoden-Dinosaurier sehr ähnlich. Auch die Hintergliedmaßen des Archaeopteryx weisen viele Merkmale der Dinosaurier auf. Am auffälligsten ist der Knöchel. Schon im letzten Beitrag lernten wir das Mesotarsalgelenk als Apomorphie der Dinosaurier und Flugsaurier kennen, welches sich natürlich auch bei Archaeopteryx findet. Darüber hinaus hat ein Teil der ersten Reihe von Fußwurzelknochen einen Knochensporn, der an der Vorderseite des Schienbeins hochläuft. Ein weiteres einzigartiges Merkmal der Echsenbeckendinosaurier und Vögel. Schließlich sind auch die Details und die Struktur der Zehenknochen und der großen Zehe einzigartig für Theropoden und Vögel, obwohl der Archaeopteryx keine opponierbare große Zehe besaß, die es ihm ermöglicht hätte, Äste zu greifen. In der Tat weist er nur einige wenige vogelähnliche Merkmale auf, die bei anderen Theropoden nicht zu finden sind. Die große Zehe ist vollständig umgedreht, die Zähne sind ungezackt und der Schwanz ist relativ kurz, aber die Arme sind im Vergleich zu den meisten anderen Theropoden verhältnismäßig lang. Alle anderen Merkmale des Archaeopteryx, einschließlich der Federn und der verschmolzenen Schlüsselbeine,
wurden inzwischen auch bei anderen Theropoden-Dinosauriern gefunden. In Anbetracht all dieser überwältigenden Beweise ist es bizarr zu lesen, wie Kreationisten den Archaeopteryx falsch darstellen. Ihrer Meinung nach müssen die erschaffenen Arten eindeutig sein und Übergangsformen könne es nicht geben. Daher werden sie alles tun, was nötig ist, um Archaeopteryx als Übergangsform zu diskreditieren. Weil Archaeopteryx Federn hatte, muss er ihrer Meinung nach ein schlichter Vogel sein. Die erwähnten typischen Dinosauriermerkmale, die moderne Vögel nicht haben, werden dabei ignoriert. Beispiel für diese dilettantische Herangehensweise ist der schon in der letzten Episode vorgestellte US-amerikanische junge-Erde-Kreationist Duane Gish, zu Lebzeiten eine Koryphäe auf dem Gebiet kreationistischer Absurditäten. So argumentiert er, dass die Zähne von Archaeopteryx nicht jenen von Theropoden ähneln, sondern einigen ausgestorbenen Zahnvögeln. Zwar stimmt auch das nicht, sie haben sowohl primitive Ähnlichkeiten mit den Zähnen der Theropoden als auch ihre eigenen abgeleiteten Merkmale, aber dieses ganze Argument geht am Thema vorbei. Keine lebenden Vögel haben Zähne. Aber wenn fossile Vögel wie der Archaeopteryx welche hatten, dann verbindet das Vögel mit den Zahnvögeln und Dinosaurier. Er erwähnt auch den langen Schwanz des Archaeopteryx und entgegnet, dass einige Reptilien und einige Vögel lange Schwänze und einige kurze Schwänze haben. Der Punkt ist, dass kein lebender Vogel einen langen, knöchernen Schwanz hat. Gish versucht, die 3 knöchernen Krallenfinger des Archaeopteryx zu diskreditieren, indem er auf den Hoazin verweist, die ebenfalls diese 3 Finger haben, während sie noch Küken sind, obwohl er nicht erwähnt, dass ihre Konfiguration völlig anders ist. Aber ein isolierter Atavismus ändert nichts an der Tatsache, dass die Hand des Archaeopteryx im Grunde ein Dinosaurier ist. Kein anderer lebender Vogel außer den Hoazin-Küken hat solch eine Art von Händen, die hochspezialisiert ist und in keiner Weise der Hand des Archaeopteryx ähnelt. Kurz gesagt, jedes Mal, wenn Kreationisten ein Merkmal erwähnen, das den Archaeopteryx zu einem Dinosaurier macht, verdrehen sie die Beweise, zeigen ihre Unkenntnisse der anatomischen Details oder versäumen es, Gegenargumente oder Details zu erwähnen, die ihren Fall diskreditieren würden. Aber Archaeopteryx ist bei weitem nicht das einzige Beispiel für die Verbindung zwischen Dinosauriern und Vögeln. Eine Renaissance erlebte Huxleys Hypothese durch Veröffentlichungen des Paläontologen John Ostrom. Der zeigte, dass Vögel mehr Merkmale mit Theropoden teilen als mit jeder anderen Archosauriergruppe. Beeinflusst wurde er durch die Tatsache, dass er in den 1960er Jahren den hochspezialisierten Dinosaurier Deinonychus aus der Familie der Dromaeosaurier entdeckt und beschrieben hatte, der erstaunliche anatomische Ähnlichkeiten mit den frühesten Vögeln aufweist. Ostroms Folgerung, dass Vögel von kleinen Theropoden abstammen, setzte sich immer mehr durch, als die phylogenetische Systematik zum Standard der vergleichenden Biologie avancierte. Jacques Gautier beschrieb schon 1986 gemeinsam abgeleitete Merkmale der Saurischia-Dinosaurier, die auch die Theropoden einschließen, und hat Ostroms Folgerung voll bestätigt. Er zeigte mit Hilfe der Kladistik, dass die Vögel den Maniraptoren, diese den Coelurosauriern und selbige wiederum den Theropoden angehören. Die Datenlage, die diese Analyse stützt, nahm bis heute erheblich zu, ebenso das Wissen um den sukzessiven Erwerb von Vogelmerkmalen. Beispielsweise machten in den 1990er Jahren Expeditionen des American Museum of Natural History in der Wüste Gobi in der Mongolei einige bemerkenswerte Entdeckungen, darunter Nester mit Eiern des Dinosauriers Oviraptor. Diese Eier waren in der Mongolei so häufig, dass die ursprünglichen Expeditionen in den 1920er Jahren sie dem häufigsten Dinosaurier dieser Schichten, dem frühen Horndinosaurier Protoceratops, zugeschrieben hatten. Als in der Nähe einiger Nester die Knochen eines kleinen Theropoden gefunden wurden, gab man ihnen den Namen Oviraptor, zu Deutsch Eierdieb. Aber die jüngsten Expeditionen zeigen, dass dieser Name verleumderisch ist. Oviraptor hat die Eier nicht gestohlen, es war ihre Mutter. In einigen Fällen wurde das weibliche Oviraptor-Skelett in brütender Haltung direkt über den Eiern begraben, als beide in einen Sandsturm
begraben und versteinert wurden. Die Details dieser Bruthaltung und die Art und Weise, wie sie konserviert wurde, zeigen, dass sich viele Theropoden-Dinosaurier eher wie Vögel als Reptilien verhielten. Die erstaunlichsten Entdeckungen stammen aus den berühmten Liaoning-Fossillagerstätten aus China, die heute zu den wichtigsten Fossillagerstätten der Welt gehören. In diesen feinen Seeschiefern sind außergewöhnliche Fossilien erhalten, darunter Körperumrisse, Federn und vollständige Skelette, bei denen kein einziger Knochen fehlt. In den letzten 20 Jahren wurden alle paar Monate ein wichtiger neuer Fund aus diesen Lagerstätten bekannt gegeben und fast alle früheren Vorstellungen über Vögel und Dinosaurier wurden durch diese Entdeckungen schnell überholt. Die erstaunlichsten Fossilien von allen waren eine Reihe von eindeutig nicht fliegenden Nicht-Vogel-Dinosauriern mit gut entwickelten Federn. Dazu gehören unglaublich vollständige Exemplare wie Sinosauropteryx, Protarchaeopteryx, Sinornithosaurus, Caudipteryx, Bipyaosaurus und Microraptor. Die meisten dieser Dinosaurier, die keine Vögel sind, haben eindeutig keine Flugfedern oder andere Anzeichen dafür, dass ihre Federn zum Fliegen verwendet wurden. Stattdessen zeigen sie, dass Federn bei Theropoden und vielleicht auch bei anderen Dinosauriern und Archosauriern, insbesondere den Pterosauriern, offenbar weit verbreitet waren. Die Federn haben sich also nicht für den Flug entwickelt, sondern waren bereits bei den Theropoden vorhanden, vermutlich zur Isolierung, und wurden erst später zu fliegenden Strukturen. Wie bereits betont, wurde aufgrund der Theropodenzugehörigkeit der Vögel auch die Existenz von Protofedern bei Nicht-Vogel-Dinosauriern vorhergesagt. So sagte der Ornithologe Richard Broom 1999 anhand embryologischer Differenzierungsprozesse bei den Vögeln eine Reihe evolutionärer Zwischenformen der Federn vorher. In Schritt 1 entsteht durch lokales Einstülpen der Epidermis der Federfollikel. Die Feder entsteht am Grund des Follikels durch stetige Teilung von Keratin bildenden Zellen. Die Bildungszone formt einen Ringwulst, den sogenannten Epidermalkragen, aus dem sich die älteren Zellen aus der Haut schieben. Diese Federn sind einfache Hohlzylinder. Schritt 2. Das innere Bildungsgewebe differenziert zu radiärsymmetrischen Astanlagen. Es entsteht ein Büschel aus unverzweigten Filamenten. Schritt 3a. Durch die Bildung und Verschmelzung weiterer Anlagen an der Basis entsteht der Federschaft und eine bilateralsymmetrische offene Federfahne. Schritt 3b. An den Ästen bilden sich einfache Strahlen. Dies entspricht morphologisch einer Nestlingsdaune. Dann bildet sich eine Konturfeder mit Schaft, Ästen, Strahlen und offener Fahne. In Schritt 4 differenzieren sich die Strahlen in Haken- und Bogenstrahlen. Es bildet sich eine geschlossene Fahne und in Schritt 5 entstand die asymmetrische Feder. Wenn die Theropoden-Hypothese stimmt, dann sollten bestimmte Federstadien, die in der Ontogenese der Vögel durchlaufen werden, bei erwachsenen Dinosauriern als voll entwickelte Federsubtypen existiert haben. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Nach und nach wurden alle aus Brooms ontogenetischen Modell prognostizierten Federtypen an Theropodenskeletten oder in Bernstein entdeckt. Typ 1 Federn treten bei Sinosauropteryx auf. Federn des Typ 2 und 3 werden bei dem großen Therizinosaurier Bipyaosaurus gefunden, was darauf hindeutet, dass sie bei fast allen Theropoden vorhanden waren. Federn des Typs 4 kommen bei Caudipteryx vor, was darauf schließen lässt, dass sie auch bei höheren Theropoden einschließlich den Tyrannosauriern vorkamen. Die klassische asymmetrische Flugfeder mit dem Schaft in der Nähe der Vorderkante des Flügels taucht erstmals bei Archaeopteryx auf und aus diesem Grund glauben viele Wissenschaftler, dass der Archaeopteryx einer der ersten war, der das lange Erbe der Federn für den echten Flug modifizierte. Eine weitere, nicht explizit vorhergesagte Zwischenform vermittelt sogar zwischen den Stadien 2 und 3a. Hier sind mehrere Äste lose am Schaft verbunden, der aus noch unvollständig verwachsenen sekundären Ästen besteht. Die abgeflachte bilateral-symmetrische Form moderner Federn deutet sich bereits an. Ein weiterer besonderer Vertreter
ist Rhahonavis aus der Kreidezeit von Madagaskar. Er ist etwa so groß wie eine Krähe, hatte die primitiven, sichelförmigen Krallen an den Hinterfüßen, den langen, knöchernen Schwanz, Zähne und viele andere Theropodenmerkmale, aber auch vogelähnliche Merkmale wie die Verschmelzung der unteren Rückenwirbel in dem Becken, Löcher in den Wirbel und alle Blutgefäße und Luftsäcke, die bei lebenden Vögeln zu finden sind. Finger mit Federkielknöpfen, was darauf hindeutet, dass er gefiedert war, und ein Wadenbein, das nicht bis zum Knöchel reicht. Bei Vögeln ist das Wadenbein auf einen winzigen Knochensplitter reduziert, während Archaeopteryx ein voll entwickeltes Wadenbein wie die Dinosaurier hat. Den nächsten Schritt markieren Confucius Ornis und seine Verwandten, die ein einzigartiges Merkmal aufweisen, das bei allen modernen Vögeln zu finden ist: das Pygostyl, welches durch die Verschmelzung aller alten Dinosaurier-Schwanzwirbel entstand. Bei Confucius Ornis sind 7 Rückenwirbel zum Synsarchrum verschmolzen, also jenem Abschnitt der Wirbelsäule, der als starres Gebilde das Dach des Beckens ausbildet. Die Knochen, die die Schulter verstärken, sind zudem verlängert, was den Flug verbessert. Sie sind auch die ersten Vögel mit einem zahnlosen Schnabel. Nach dieser Übergangsform gibt es eine weitere Verzweigung, die zu den ausgestorbenen N-Antiornites oder Gegenvögel führt, eine Gruppe zahntragender Vögel, die zum Ende der Kreidezeit ausstarben. In der Oberkreide waren sie die artenreichste Gruppe der Aviale und damit auch häufiger als die modernen Vögel, die Neornites. Dazu gehören Iberomesornis aus Spanien, Sinornis aus China, Gobipteryx aus der Mongolei, N-Antiornis aus Argentinien und einige andere. Insgesamt sind über 100 Gattungen beschrieben worden. All diese Vögel sind insofern spezialisierter als Archaeopteryx, Rhahonavis oder Confucius Ornis, als sie die Anzahl der Rumpfwirbel reduziert haben, ein flexibles Gabelbein haben, das Schultergelenk für das Fliegen optimiert haben, die Handknochen zu einem Knochen namens Carpometacarpus und die Fingerknochen zu einem einzigen Element verschmolzen haben. Von den modernen Vögeln unterscheiden sich diese Gegenvögel in der Gelenkverbindung zwischen Schulterblatt und Rabenbein. Im Gegensatz zur Anordnung bei modernen Vögeln liegt am Schulterblatt eine Gelenkpfanne und am Rabenbein ein Gelenkzapfen vor. Im Carpometacarpus der Gegenvögel reicht der dritte Mittelhandknochen nach außen über die Länge des zweiten Mittelhandknochens hinaus. Aufgrund ihrer Zehenproportion und der langen, gebogenen Klauen werden viele Gegenvögel als Baumbewohner angesehen. Manche Formen wie Eo N. Antiornis, Protopteryx oder Eo alulavis besaßen einen Daumenfittich und dürften gegenüber urtümlichen Vögeln wie Archaeopteryx, Dieholornis und Confucius Ornis bessere Flieger gewesen sein. Ein besonderer Fund wurde 2017 bekannt. Der Fuß und Teile des Flügels eines 99 Millionen Jahre alten Jungtiers waren in einem knapp 8 cm großen Stück Bernstein in Myanmar entdeckt worden. Dazu kommt ein 127 Millionen Jahre altes Küken aus Spanien, das 2018 beschrieben wurde. Besonders auffallend ist, dass bei vielen N-Antiornitis-Gattungen Jungtiere gefunden wurden. Genauere Untersuchungen ergaben, dass die Küken der N-Antiornitis meistens frühreif und Nestflüchter waren und ihre Eier eine geringe Variabilität in der Größe aufwiesen, als es bei den modernen Vögeln der Fall ist. Wobei der Fund aus Spanien belegt, dass dieses eher ein Nesthocker war. Die Kombination aus Baumbewohner und Nestflüchter ist insofern einzigartig, denn bei allen modernen baumbewohnenden Vögeln sind die Küken Nesthocker. Der relativ frühe Zeitpunkt der Fortpflanzungsreife und ihre niedrige Wachstumsrate sind ebenfalls untypisch für moderne Vögel. Durch ihr verzögertes Wachstum waren diese Gegenvögel damit auch länger der Gefahr von Fressfeinden ausgesetzt, was ihre Sterblichkeit erhöhte. In ihren Nahrungsspektren waren die Gegenvögel vielfältig.
Es gab welche mit robusten Kiefern zum Verzehr hartschaliger Wirbelloser, andere hatten kurze, stumpfe Zähne und dienten wahrscheinlich der Ernährung von Gliederfüßern mit weichen Körpern. Andere Gattungen hatten stark gekrümmte Krallen und lassen vermuten, dass sie kleine bis mittelgroße Wirbeltiere erbeuteten, aber ihre robusten Zähne deuten eher auf die Ernährung mit hartschaligen Tieren hin. Eine Studie über das Verdauungssystem dieser Vögel zeigt, dass die bekannten Enantiornites keinen Kropf und keinen Muskelmagen hatten, keine Gastrolithen benutzten und keine Pellets auswarfen. Dies steht im Widerspruch zu der großen Vielfalt ihrer Ernährungsweisen, die sich aus ihren unterschiedlichen Zähnen und Schnabelformen ergibt, obwohl einige moderne Vögel den Muskelmagen verloren haben und sich ausschließlich auf starke Magensäure verlassen. Es wurde ein Exemplar entdeckt, bei dem man Gastrolithen im Magen des Fossils vermutete, was die Diskussion über die Verwendung von Gastrolithen durch Enantiornites neu eröffnete. Röntgen- und rastermikroskopische Untersuchungen des Gesteins ergaben, dass es sich tatsächlich um Chalcedonkristalle und nicht um Gastrolithen handelte. Eine Gruppe der Enantiornites, nämlich die Longipterygoide, sind aufgrund ihrer eher ungewöhnlich rostralen Anatomie mit langen Kiefern und wenigen an den Kieferenden angeordneten Zähnen die am intensivsten untersuchte Familie in Bezug auf die Ernährung. Sie wurden auf verschiedene Weise als Fischfresser, Ufervögel und Baumrindenfresser interpretiert. Eine Studie aus dem Jahr 2022 kommt jedoch zu dem Schluss, dass sie höchstwahrscheinlich generalistische Insektenfresser sind. Trotz ihrer Vielfalt an Ernährungstypen haben die Enantiornites nicht die Bandbreite der modernen Vögel erreicht. So gibt es zum Beispiel keine Formen, die an das Leben im Wasser angepasst sind. Weiter oben im Kladogramm, innerhalb der Gruppe der Euornites, stoßen wir auf mehrere Vögel aus der Kreidezeit wie Vorona aus Madagaskar, Patagopteryx aus Argentinien, Gansus aus China und die bekannten Wasservögel Hesperornis und Ichthyornis aus den Kreidefelsen von Kansas. Diese Vögel sind durch mindestens 15 klar definierte Merkmale miteinander verbunden, darunter der Verlust der Bauchrippen oder Gastralia, die Neuausrichtung des Schambeins in die moderne vogelähnliche Position parallel zum Sitzbein, die Verringerung der Anzahl der Rumpfwirbel und viele andere Merkmale an Hand und Schulter, die die Flugleistung verbesserten. Ichthyornis ähnelt den modernen Vögeln sogar noch mehr, da er einen Kiel am Brustbein für die Flugmuskeln und einen knorpeligen Kopf am Oberarmknochen hatte, der den Flügel flexibler machte. Die Gruppe, zu der alle modernen Mitglieder der Klasse der Vögel gehören, ist durch den vollständigen Verlust der Zähne und eine Reihe anderer anatomischer Spezialisierungen gekennzeichnet, wie zum Beispiel die Verschmelzung der Beinknochen zu einem Tarsometatarssus. Wann sich die modernen Vögel diversifizierten, ist noch nicht ganz geklärt. Die meisten Studien sind sich einig, dass der jüngste gemeinsame Vorfahre der modernen Vögel aus der Kreidezeit stammt, aber die Schätzungen reichen von der frühen Kreidezeit bis zur jüngsten Kreidezeit. Ebenso besteht keine Einigkeit darüber, ob der größte Teil der frühen Diversifizierung der modernen Vögel in der Kreidezeit stattfand und mit dem Auseinanderbrechen des Superkontinents Gondwana zusammenhing oder später und möglicherweise als Folge des kreidezeitlich-paläogenen Aussterbeereignisses. Die meisten Studien zur molekularen Datierung deuten auf eine evolutionäre Radiation in der Kreidezeit hin, während fossile Beweise auf eine Radiation erst nach der Kreidezeit im Känozoikum hindeuten. Bedingt durch die Seltenheit der Fossilisation dürften aber molekulare Daten eine gewisse Aussagekraft haben. Die Entdeckung von Vegavis aus dem Maastrichtium, der letzten Stufe der späten Kreidezeit, bewies zumindest, dass die Diversifizierung der modernen Vögel bereits vor dem Känozoikum begann. Vegavis wird in die Verwandtschaft der Familie der Gänse und Enten eingeordnet, einer Familie der modernen Vögel, die sich relativ früh abspaltete. Die Verwandtschaft eines früheren Fossils
Austinornis, der auf etwa 85 Millionen Jahre datiert wurde, ist noch umstritten, um einen fossilen Beweis für die Diversifizierung der modernen Vögel zu liefern. Einige ordnen ihn in die Verwandtschaft der Hühnervögel ein, ebenfalls einer frühen Gruppe moderner Vögel. Im Jahr 2020 wurde Asteriornis aus dem Maastrichtium beschrieben. Er scheint ebenso ein naher Verwandter der Hühner- und Entenvögel zu sein. Eine Schätzung aus dem Jahr 2015, bei der eine neue Methode zur Kalibrierung molekularer Uhren zum Einsatz kam, bestätigte, dass moderne Vögel zwar schon früh in der späten Kreidezeit, wahrscheinlich in Westgondwana, entstanden sind, dass aber um das kreidezeitlich paläogene Aussterbeereignis herum ein Diversifizierungsimpuls in allen Hauptgruppen stattfand. Die neuesten Arbeiten zeigen also, dass sich die wichtigsten Gruppen der modernen Vögel bereits vor 100 bis 75 Millionen Jahren auseinanderentwickelten. Mai Long, übersetzt der schlafende Drache, ist ein Nicht-Vogel-Dinosaurier aus der Familie der Troodontide, also jener Dinosaurierfamilie, die wohl am engsten mit den Aviale verwandt sind. Er lebte vor etwa 125 Millionen Jahren und wurde in China entdeckt. Bei dem Typus-Fossil handelt es sich um ein etwa 53 cm langes, vollständiges und außergewöhnlich gut erhaltenes Jungtier mit dreidimensionalen Details, bei dem die Schnauze unter einem der Vorderbeine liegt und die Beine ordentlich unter dem Körper gefaltet sind, ähnlich der Schlafposition moderner Vögel. Diese Haltung stellt eine weitere Verhaltensverbindung zwischen Vögeln und Dinosaurier dar. Erwähnenswert ist auch die Familie der Anchiornithide, dessen bekannteste Gattung Anchiornis ist. Anchiornis heißt übersetzt etwa Fastvogel. Fossilien dieser Gattung wurden nur in Gesteinen aus dem späten Jura vor etwa 160 Millionen Jahren in China gefunden. Er ist von Hunderten von Exemplaren bekannt und angesichts der ausgezeichneten Erhaltung einiger dieser Fossilien wurde er zur ersten mesozoischen Dinosaurierart, für die fast das gesamte Lebensbild bestimmt werden konnte und zu einer wichtigen Quelle für Informationen über die frühe Evolution der Vögel. So sind von einigen Exemplaren sogar Überreste der Farbpigmente bekannt. Er hatte eine graue Grundfarbe, auf dem Kopf einen irokesenschnittartigen rotbraunen Federkamm und weiße, mit schwarzen Bändern versehene Konturfedern an Vorder- und Hinterbeinen. Der Fund von Archeornis ist vor allem von Bedeutung, da damit ein vogelähnlicher Dinosaurier vorliegt, der älter als Archaeopteryx ist. Seine taxonomische Stellung wird in der Wissenschaft aber noch debattiert. Die Anchiornithiden wurden an unterschiedlichen Stellen im Stammbaum der Maniraptora eingeordnet, wobei einige Wissenschaftler sie als eine eigene Familie, als basale Unterfamilie der Troodontide, als Mitglieder der Archaeopterygidae oder als eine Gruppe von Dinosauriern, die eine evolutionäre Stufe innerhalb der Aviale oder der Paraves darstellen, einstufen. Seine nicht ganz eindeutige Einordnung ist dem Merkmalsmosaik von Anchiornis und verwandter Gattungen seiner Familie zu verdanken. Sein Schädel weist Merkmale der Dromaeosaurier, der Troodontiden und der Aviale auf. Das Postkranialskelett, also das Skelett hinter dem Schädel, ähnelt dem der Troodontiden. Die Vorderbeine waren allerdings länger, ähnlich lang wie bei den Dromaeosauriden und basalen Vögeln. Der Vorderarm hatte 10 lange Schwungfedern, die Hand hatte 11, der Unterschenkel 12 bis 13, der Fuß 10 bis 11. Hand- und Armschwingen waren etwa gleich lang. Im Unterschied zu den Verhältnissen bei Archaeopteryx und bei Microraptor lag bei Anchiornis der breitere Teil des Flügels proximal, also zum Körperzentrum hin. Neben den Schwungfedern an den Gliedmaßen hatte Anchiornis noch 2 weitere Federtypen: daunenähnliche Büschelfedern, deren Filamente an der Basis zusammenliefen, und Konturfedern, deren Filamente entlang eines langen und festen Federkiels angeordnet waren. Ein weiteres besonderes Fossil ist Mononychus und lebte vor etwa 70 Millionen Jahren. Man fand das Fossil 1987 in der Nekmet-Formation in der Mongolei und wurde 1993 als Art beschrieben. Der Name bezieht sich auf die sehr kurzen
stummeligen Arme des Tieres, bei dem die Handknochen jeweils in nur einem einzigen Fingerglied münden, das eine dicke, scharfe Kralle trug. Eine Zeit lang konnten sich die Forscher sogar nicht entscheiden, ob es sich bei Mononychus noch um einen fleischfressenden Nicht-Vogeldinosaurier oder um einen sehr frühen flugunfähigen Laufvogel handelte. Tatsächlich wurde er zuerst als Laufvogel beschrieben, da er unter anderem das für zuvor allein fliegenden Vögel beschriebene gekielte Brustbein hat. Ein solcher Knochenkamm auf dem Brustbein dient bei Vögeln als Ansatzfläche für die mächtige Flugmuskulatur. Bei flugunfähigen Vögeln wie bei Straußen und Emus ist der Brustbeinkiel stark zurückgebildet, ähnlich wie bei Mononychus. Weitere vogelähnliche Merkmale waren das Gaumensegel, das Foramen magnum, die Hals- und Schwanzwirbel und viele andere. Mononychus wurde zusammen mit ähnlichen Gattungen in die Familie der Alvarezsauridae als Teil der Aviale eingegliedert. Mittlerweile gilt Mononychus bzw. die Alvarezsauridae nicht mehr als sekundär flugunfähige Laufvögel bzw. Aviale, sondern werden zu den Nicht-Vogeldinosauriern innerhalb der Maniraptoren gezählt. Diese irrtümliche Zuordnung zu den Vögeln wurde vor allem durch die Merkmale verursacht, die auffallend oder sogar einzigartig vogelartig sind. Jedoch haben die früheren Formen der monophyletischen Gruppe der Alvarezsauridae diese Vogelmerkmale nicht. Die nächsten Verwandten dieser Dinosaurierfamilie sind die Ornithomimosaurier, zu denen berühmte Gattungen wie Gallimimus aus Jurassic Park gehören. Die verbleibenden Ähnlichkeiten zwischen Vögeln und Alvarezsauriern, wie zum Beispiel das gekielte Brustbein, sind ein weiterer Fall von Homoplasie, bei dem die vogelähnlichen Merkmale durch konvergente Evolution entstanden sind. Übrigens sind auch bei vielen Ornithomimosauriern Federn nachgewiesen worden. Eindeutige Belege für Federn sind zum Beispiel von Ornithomimus bekannt, von dem es mehrere Exemplare gibt, die Federspuren aufweisen. Bei Deinocheirus und Pelecanimimus wurde ebenfalls über Federn spekuliert, bei Deinocheirus aufgrund des Vorhandenseins eines Pygostyls und bei Pelecanimimus aufgrund möglicher Abdrücke. Eine andere Familie, deren genaue Position im Stammbaum der Maniraptora nicht ganz sicher ist, sind die Scansoriopterygidae aus China. Einige Autoren ordnen sie innerhalb der Aviale ein, andere außerhalb. Sie werden in einem gesonderten Beitrag nochmal erwähnt werden. Die Schwierigkeit der Forscher, kreidezeitliche Vögel und Nicht-Vogeldinosaurier überhaupt voneinander abzugrenzen, macht einmal mehr deutlich, wie eng die offensichtliche Verwandtschaft dieser Gruppen ist. 2023 wurde eine neue befiederte Dinosauriergattung entdeckt, Fujian-Venator prodigosius, einem fasanengroßen Dinosaurier mit langen Beinen und krallenbewehrten Flügeln aus der späten Jurazeit. Diese neue Art, die vermutlich vor rund 150 Millionen Jahren gelebt hat, weist eine bizarre Kombination verschiedener Merkmale auf, die sie mit anderen Vertretern der Aviale, Troodontide und Dromaeosauridae teilt. Besonders markant ist die Tatsache, dass das Schienbein doppelt so lang ist wie der Oberschenkelknochen. Fujivenator zeichnet sich somit durch eine einzigartige Kombination der Skelettmerkmale verschiedener Archosaurier aus, weswegen die Erstbeschreiber folgern, dass Mosaikmerkmale bei frühen Theropoden-Dinosauriern eine gewichtige Rolle bei der Evolution der Vögel gespielt haben muss. Der überraschend lange Unterschenkel und andere Erscheinungsmerkmale in Kombination mit geologischen Beobachtungen deuten darauf hin, dass Fujian-Venator in einer sumpfähnlichen Umgebung lebte und ein Hochgeschwindigkeitsläufer oder langbeiniger Wartvogel war. Dieser Befund steht im Gegensatz zu anderen frühen Vogelarten, von denen man annimmt, dass sie sich eher auf Bäumen und in der Luft fortbewegten. Fassen wir zusammen. Diese Abbildung zeigt den Verwandtschaftsbaum der Ave Metatarsalia. Dieses Taxon umfasst neben den modernen Vögeln, die Aves im Bild links oben, den Vögeln im weiteren Sinn, also den Aviale, Nicht-Vogeldinosaurier und Flugsaurier, sämtliche
Archosaurier, die näher mit den Vögeln verwandt sind als mit den Krokodilen. Die höheren Vögel zeichnen sich gegenüber der Stammart an der Basis des Baums durch etwa 1500 morphologische Veränderungen, also Apomorphien, aus. Diese traten sukzessive in der Ahnenlinie der Vögel auf. Erwartungsgemäß sind die Gruppen hierarchisch ineinander verschachtelt. Das hierarchische System und die sich darin widerspiegelnde abgestufte Ähnlichkeit der Arten ist der stärkste Beleg für die Evolution und die Abstammung der Vögel von frühen Dinosauriern. Eine andere Studie stellt fest, dass eine klare Abgrenzung zwischen Vögeln und ihren unmittelbaren Nicht-Vogelvorfahren gar nicht erkennbar ist. Hierfür wurden von rund 150 Theropoden aus jener Zeitspanne Datensätze für mehr als 850 Skelettmerkmale zusammengetragen. Mit einem Statistikverfahren, das viele Merkmale einrechnet, wurde jede Art in einem sogenannten Morphospace abgebildet. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine mehrdimensionale Karte, auf der die Arten entlang mehrerer Achsen nach dem Anteil von Merkmalen gruppiert sind, die sie miteinander verbinden. Zwei sehr ähnliche Arten liegen dann nah zusammen, während in vielem verschiedene Arten weit auseinanderrücken. Während die Vögel aus Dinosauriern aufgrund einer Anzahl rasch aufeinander folgender entscheidender Mutationen hervorgegangen, hätte sich demnach binnen kurzer Zeit eine völlig andere Tierform herausgebildet. Dann müssten die beiden Gruppen von Theropoden auf der Karte deutlich verschiedene Bereiche, also eigene Morphospaces einnehmen. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr finden sich die damaligen Vögel bunt verstreut mitten in der Wolke der Dinosaurier. Das heißt, ihre Entwicklung geschah so langsam, dass der Übergang verschwamm. Um diesem Morphenkontinuum einen Sinn zu geben, werden jene Theropoden-Dinosaurier, die zu den Vögeln führen, als Aviale definiert. Die Dromaeosauriden, dazu zählen Gattungen wie Deinonychus, Velociraptor oder Microraptor, gehören aber nicht dazu, da ihre Evolutionslinie sich kurz vorher abgezweigt hat. Mehr als 40% der Schlüsselmerkmale moderner Vögel entwickelten sich während des 60 Millionen Jahre andauernden Übergangs von den ersten vogelartigen Archosauriern zu den ersten Maniraptoren, das heißt den ersten Dinosauriern, die den lebenden Vögeln näher standen als dem Tyrannosaurus Rex. Nach dem Auftreten der Maniraptora kam es in den nächsten 40 Millionen Jahren zu einer kontinuierlichen Verkleinerung der Körpergröße und zur Anhäufung juveniler Merkmale. Die Hyperkarnivorie wurde immer seltener, während sich die Gehirnhälften vergrößerten und die Vordergliedmaßen länger wurden. Das Integument entwickelte sich zu komplexen Federn. Während der Kreidezeit entwickelten sich die Aviale zu einer großen Vielfalt an Formen. Viele Gruppen behielten primitive Merkmale wie zum Beispiel Klauen, Flügel und Zähne, wobei letztere bei einer Reihe von Aviale-Gruppen einschließlich der modernen Vögel unabhängig voneinander verloren gingen. Zunehmend steifere Schwänze sind in der Evolution der Maniraptoren zu beobachten und dieser Prozess gipfelte im Auftreten des Pygostyls, einer Verknöcherung verschmolzener Schwanzwirbel, wie wir sie schon bei Confucius ornis sehen können. In der späten Kreidezeit vor etwa 100 Millionen Jahren entwickelten die Vorfahren der modernen Vögel ein offeneres Becken, das es ihnen ermöglichte, im Verhältnis zur Körpergröße größere Eier zu legen. Schließlich kam es mit der Evolution der Ornithothoraces, zu denen unter anderem die Gegenvögel Ichthyornis, Hesperornis und die modernen Vögel gehören, zu einer Verfeinerung der Aerodynamik und der Flugfähigkeit sowie dem Verlust oder der Verschmelzung mehrerer Skelettmerkmale. Von besonderer Bedeutung sind die Entwicklung eines vergrößerten, gekielten Brustbeins und der Alula sowie der Verlust der Greifhände. Es führt also kein Weg mehr an der Einsicht vorbei, dass Vögel Dinosauriervorfahren haben. Zumindest, wenn man wissenschaftliche Rationalitätsstandards gelten lässt. Seit 20 Jahren ist dies wissenschaftlicher Konsens. In der nächsten Episode werden wir uns jedoch mit einigen Einwänden der Gegner der Dinosaurier-Vogelverwandtschaft befassen. Eine Auseinandersetzung damit ist insofern sinnvoll, als dass sie populäre Mythen über die Evolution verbreiten. Außerdem lernen wir so auch mehr über die Evolutionsgeschichte der Dinosaurier kennen. Bleibt also dran!